reality, is facing them, right? Also viele fangen jetzt an, die Realität dieser Dinge zu begreifen But und aufzuwachen. what does the Bible teach us about when these things begin to happen, right? The truth is going to come forth, right? Aber was sagt die Bibel? Wenn diese Dinge anfangen zu passieren, dann wird die Wahrheit auch hervorscheinen. But what else is going to come forward? Aber was wird auch noch vorwärts kommen? Error. No, error, right? Irrtum, das Gegenteil davon. So always the two competing against each other, right? Es sind immer diese zwei Dinge, die miteinander kämpfen. So our message is a sure message. It's a sure foundation, right? Unsere Botschaft ist eine wahre Botschaft und es ist ein sicheres Fundament. Oder eine sichere Botschaft und es ist ein sicheres Fundament. So my question is to you, right? Are you able to stand here and give a sure foundation for your faith? Und meine Frage an euch ist, seid ihr in der Lage, hier vorne zu stehen und ein sicheres Fundament eures Glaubens darzulegen? Because if you can't do it right, then when the test comes, you're going to waver, right? Denn wenn ihr das nicht tun könnt und der Test kommt, dann werdet ihr anfangen hin und her zu wanken. Okay, so let's go to Daniel chapter 2. Gehen wir jetzt zu Daniel Kapitel 2. And we're going to go through this because this chapter lays out the whole end time scenario, right? Wir werden jetzt durch Daniel 2 gehen, denn dieses Kapitel legt letztendlich das gesamte Endzeit-Szenario für uns aus. And at this point in the game, we should all know how to lay this out, right? Und jetzt in dem Punkt, wo wir jetzt mittlerweile angekommen sind in der ganzen Sache, sollten wir eigentlich in der Lage sein, oder jeder von uns in der Lage sein, dieses Kapitel auszulegen. And if you don't know how to do it, you're spending time reading the wrong things. Und wenn das bei dir nicht der Fall sein sollte, dann benutzt du die Zeit nicht richtig und du liest falsche Dinge. Okay, so anyway, let's just go through it and we will lay it out as we go through it. Lass uns da jetzt nochmal durchgehen. Wir werden das jetzt erstmal lesen. It says, and in the second year of the reign of Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar dreamed dreams wherewith his spirit was troubled and sleep brake from him. Where are we and why? Vers 1 haben wir gelesen. Wo sind wir und warum? He's troubled at the beginning of the first time trouble. Sunday law. Okay, the Sunday law, right? Also hier im Sonntagsgesetz. Why is it at the Sunday law? Warum ist das hier im Sonntagsgesetz? He's waking up. Okay, that's not why it's at the Sunday law. I'm asking, why is it at the Sunday Also law? wacht ihr auf, aber das ist nicht der Grund, warum es am Sonntagsgesetz ist. Warum ist er hier im Sonntagsgesetz? Time of the end. Yes, but it doesn't mention anything to do with the time of the end. I'm saying from right there, Marius alluded to it a minute ago. Und Marius hat das ja eben gerade schon erwähnt gehabt. Was ist hier mit Nebukadnezar passiert? What does Sister White say? She's had a vision in 1847. She's speaking about 1848. Was hat Ellen White gesagt in 1847, wo sie diese Vision hatte, wo sie dann über 1848 etwas gesagt hat? What was she seeing happening right before her eyes? Was hat sie da vor ihren Augen gesehen, was da stattfand? She says, this time of trouble is not the time of trouble where the 7 last plagues are poured out, but a short period before. Sie sagt, diese Zeit der Trübsal ist nicht die Zeit der Trübsal, wo die 7 letzten Plagen ausgegossen werden, sondern eine kurze Zeit davor. So she was talking about 1848, which was prefiguring the Sunday law, right? Sie hat dann über 1848 gesprochen, was wiederum das Sonntagsgesetz vorausschattete. She says, and at that time trouble will be coming on the earth, yet the nations will be what? Sie sagt, zu dieser Zeit wird Trübsal über die Erde kommen, aber die Nationen werden noch in Schach gehalten. So what's been held? Also was wird gehalten? 4 winds, right? Die 4 Winde werden dort gehalten. Okay, so let's go to verse 2. Lass uns jetzt zu Vers 2 gehen. Then the king commanded to call the magicians and astrologers and the sorcerers and the Chaldeans for to show the king his dreams. So the king came and stood before the king.
And the king said unto them, I have dreamed a dream, and my spirit was troubled to know the dream. Then spake the Chaldeans to the king in Syriac, O king, live forever, tell thy servants the dream, that we will show the interpretation. Right? So, what language were they speaking to the king? Bis Vers 4 haben wir gelesen. In welcher Sprache haben sie zum König gesprochen? Syriac. In Syrisch. What is Syriac? Und was ist Syrisch? It's Chaldean, Babylonian, right? Also das ist diese babylonische Sprache, So, Chaldäisch. what does that mean for us in God's Word? Also was bedeutet das in Bezug zu Gottes Wort? What is it symbolizing? Was stellt das dar? Yes, a false tongue, right? A language of confusion, right? Eine falsche Zunge, eine falsche Sprache, eine Sprache der Verwirrung. So we know that these magicians and astrologers, they typify the people that are giving a false message, right? Und wir wissen, dass die Astrologen und Magier und so weiter hier diejenigen darstellen, die eine falsche Botschaft geben. But what is it that they ask the king to do in verse 4? Aber was fragen sie hier den König zu tun in Vers 4? Yeah, so okay, they say like, tell us what dream you had and then we will interpret it for you, right? Also sag uns, was für einen Traum du hattest und wir werden ihn dir auslegen. Okay, verse 5. Vers 5. The king answered and said to the Chaldeans, the thing is gone from me. If you will not make known unto me the dream, with the interpretation thereof, ye shall be cut in pieces, and your houses shall be made a dunghill. So what's the king now threatening them with? Also womit bedroht der König sie jetzt? Death, right? Mit dem Tod. So right here there's a death decree, right? Also hier kommt also ein Todesdekret. Can't threaten you with something unless it's already a law, right? Also man kann nicht jemanden mit irgendwas bedrohen, es sei denn, es ist bereits ein Gesetz vorhanden. And he says, but if ye show the dream and the interpretation thereof, ye shall receive of me gifts and rewards and great honor. Therefore show me the dream and the interpretation thereof. What's now taking place? Bis Vers 6. Was findet jetzt hier statt? Right, so does it tell us about this in the prophetic narrative? Sie werden jetzt hier begünstigt oder bestochen oder ihnen werden Geschenke angeboten. Und ist das auch wahr in der prophetischen Erzählung, dass es dann hier stattfinden wird in dieser Zeit? Okay, inducements and bribes, etc., etc. Er halt sagt, sie werden hier versuchen mit Bestechungen und Anreizen und Positionen dich irgendwie zu ködern. So then in verse 7 it says, they answered again. Now when the word again there is, what is that telling us? Vers 7 jetzt, wenn da steht das Wort wieder, was sagt uns das? Sorry? Okay, but that's not. It's so the king wants them to know the dream, right? And he's asked them already, and they've said they cannot do it, right? Also der König möchte ja, dass sie ihm den Traum deuten und sie haben gesagt, ja, wir können es nicht so tun. So he threatens them with death, and then he offers them these inducements. Er bedroht sie dann mit dem Tod und bietet ihnen dann aber auch diese ganzen Begünstigungen und Anreize an. So when they answer again, it's now the second time that they're answering him, right? Und wenn sie ihm wieder antworten, ist es also das zweite Mal, wo sie ihm antworten. They answered again and said, let the king tell his servants the dream, and we will show the interpretation of it. The king answered and said, I know of certainty that ye would gain the time, because ye see the thing is gone from me. But if ye will not make known unto me the dream, there is but one decree for you. Which decree? Also Vers 9, da gibt es dann nur ein Gebot oder ein Gesetz gegen euch. Und was ist dieses Dekret oder Gesetz? The death decree, right? Das ist dieses Todesdekret. So they don't accept the inducements, the bribes. I mean, these guys are not able to do it anyway, but nonetheless, right? The inducements and the bribes come first. Also wenn die Bestechungen und die Anreize nicht angenommen werden, das kommt immer zuerst, dann folgt immer diese
Todesstrafe. And if it doesn't work, it says, there is but one decree for ye have prepared lying and corrupt words to speak before me, till the time be changed. Therefore tell me the dream, and I shall know that ye can show me the interpretation thereof. The Chaldeans answered before the king. So how many times is this? Jetzt sind wir mittlerweile in Vers 10. Da antworten die Chaldäer ein weiteres Mal. Das ist dann das dritte Mal. The third time, right? There is not a man upon the earth that can show the king's matter. Therefore there is no king, lord, nor ruler that asks such things at any magician or astrologer or Chaldean. And it is true that the king, and it is a rare thing that the king requireth. And there is none other that can show it before the king except the gods, little g, whose dwelling is not with flesh, right? Also, wir haben jetzt bis Vers 11 gelesen. So, what is this referring to? Also, worauf nimmt das hier Bezug? What's Also, the Bible teaching us here? was lehrt uns die Bibel hier? I mean, they're referring to their false gods, right? Also, sie nehmen Bezug auf deren falsche Götter. But the Bible also mentions this point, right? Aber die Bibel erwähnt ja auch diesen Punkt. I mean, we become gods. Yes, just That's go, your point. yes, just go to Isaiah 41. Das steht hier am Ende von Vers 11, da sind diese Götter, die das nur sagen könnten. Und wir werden ja auch zu Göttern. Das ist Verse 21. mit einem kleinen g, aber in Jesaja, 41. Jesaja 41, Vers 21. It says, produce your cause, saith the Lord, bring forth your strong reasons, saith the King of Jacob. Let them bring them forth, and show us what shall happen. Let them show the former things, what they be, that we may consider them, and know the latter end of them, or declare us for things to come. Show the things that are to come hereafter, that we may know that ye are gods. Bis Vers 23 haben wir gelesen. So if you can tell what's going to come before it comes, what are you? Also wenn du sagen kannst, was kommen wird, bevor es eintritt, was bist du dann? Gods. Right? Bist Did du Christ Gott not oder Götter in dem Sinne. say this directly to the Jews? Hat Jesus das nicht direkt zu den Juden gesagt, aber Götter mit kleinem g? He said, did I not say that ye are gods? Hat Jesus zu ihnen nicht in Johannes 10 gesagt, habe ich euch nicht gesagt, ihr seid Götter? Right? Because it's referring to one of the Psalms, right? Denn es nimmt Bezug auf einen der Psalmen, So wo Gott das gesagt hat. it's just highlighting this point that the gods are able to tell the dream, right? Also es möchte einfach nur den Punkt hervorheben, dass die Götter in der Lage sind, diesen Traum zu deuten. Okay. And also one more point. Yes. They also deny the combination of humanity and divinity. Because it says here, except the gods whose dwelling is not with flesh. So they, That's the next point. Mm. Yes. Okay. Also sie verleugnen auch hier die Verbindung der Göttlichkeit mit der Menschlichkeit, weil sie sagen, diese Götter, sie wohnen nicht mit dem Fleisch zusammen. Okay. So the king asks them 3 times, right? And 3 times they say that they're not able to answer, right? Also der König fragt sie 3-mal und 3-mal sind sie nicht in der Lage, ihm zu antworten. Now go to verse 12. Gehen wir jetzt zu Vers 12. It says, for this cause the king was angry and very furious and commanded to destroy all the wise men of Babylon. Right, so this is a prophetic marker. Where do we put it? Das ist ein prophetischer Markstein. Wo setzen wir den hin? Well, I mean, I heard that the decrees. Well, Yes. also Haman was. Yes, so it's where all the kings are wroth right there. Das ist Right? überall, wo diese Könige zornig sind So und wo auch Haman zum Beispiel das Todesdekret jetzt bringt. the wrath brings the death decree, right? Also dieser Zorn bringt hier das Todesdekret. So the midnight cry will be seen if there's any real faith in the promises of God, right?
Also am Mitternachtsruf wird dir offenbar werden, ob da wirklich wahrer Glaube an die Verheißung Gottes besteht. When you come face to face with death, right? Wenn du mit dem Tod ins Angesicht schaust oder trittst. Verse 13. Vers 13. And the decree went forth that the wise men should be slain, and they sought Daniel and his fellows to be slain. Then Daniel answered with counsel and wisdom to Arioch, the captain of the king's guard, which was gone forth to slay the wise men of Babylon. Right? So, Bis Vers 14. who is Arioch in this sense? Wer ist hier Arioch in diesem Sinne? Chief Satan's agent. Okay. So who is he? Satans Agent, also wer ist er? Revenger of Blood. Yeah, this is the destroying angel, right? Also er ist dieser Bluträcher, er ist dieser zerstörerische Engel. Satan's angel is coming to slay God's people, right? Satans Engel kommt hier, um Gottes Volk zu töten. And what's going to prevent you from being slain by this destroying angel? Und was hält dich davon ab, erschlagen zu werden von diesem zerstörerischen Engel? Where must you be? Wo musst du sein? You must be in the refuge city, Du right? musst in der Zufluchtsstadt sein. What is the refuge city for us practically? Und was ist die Zufluchtsstadt für uns praktisch gesehen? Settled into the truth. Yes, that you can't be moved, but it says Also geistlich, intellektuell und geistlich in der Wahrheit gegründet zu sein, damit du nicht verrückt werden kannst. Ja, das stimmt. man shall not live by bread alone, but by every word of God. Aber es Right? steht ja geschrieben, der Mensch lebt nicht durch Brot allein, sondern durch jedes Wort, was aus dem Munde Gottes hervorgeht. This is what Christ said to Satan, who was the tempter and the destroyer. Und das Right? ist ja, was Jesus dem Satan gesagt hat, der sowohl der Versucher war, als auch der Zerstörer. And this is the point that I made yesterday. He's going to come and tempt you here so that if you succumb to his temptations, he can then destroy you. Das ist der Right? Punkt, den ich gestern ja gemacht habe. Satan wird hier kommen und dich versuchen, und wenn du seinen Versuchungen erliegst, dann kann er dich auch zerstören. Okay. But how did Daniel answer him? Aber wie hat Daniel ihm dann geantwortet? Counsel and wisdom. Okay, with counsel and wisdom, right? Also mit Verständnis und Weisheit. Okay, he was very careful how he answered him, Also right? er war sehr vorsichtig, wie er ihm antwortete. Verse 15. Vers 15. He answered and said to Arioch, the king's captain, why is the decree so hasty from the king? Then Arioch made the thing known to Daniel. Then Daniel went in and desired of the king that he would give him time and that he would show the king the interpretation. So where does Daniel now go? Bis Vers 16. Also wo geht Daniel jetzt hin? Okay. Stands before the king, right? Er steht jetzt hier vor dem König. So we know at this time, according to Matthew 24, what happens to you. Und wir wissen gemäß Matthäus 24, was passiert hier mit dir. Matthäus 24. Was passiert hier? Okay, let's go there. We are standing before kings, and God will give us this. Okay, but Wir stehen da vor den Königen. Und Gott that's wird- where you will be, but that's not Gott wird what, uns what I'm Weisheit asking. geben. I said, what happens to you? Das ist, wo du sein wirst, aber das ist nicht genau, was ich gefragt habe. Ich habe gefragt, was wird mit dir passieren? Matthäus 24. You're not choosing of your own will to go and stand before the kings, right? Du wirst ja nicht aus deinem eigenen freien Willen dann dort sagen, ja, ich stehe jetzt einfach mal vor dem König. Verse 7. Matthäus 24 beginnt in Vers 7.
It says, "For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. There shall be famines and pestilence and earthquakes in diverse places." This is this trouble where the winds are held, right? Also das ist ja hier diese erste Trübsal, wo die Winde noch gehalten werden. All these are the beginning of sorrows. Vers 8, all das sind der Anfang der Wehen. Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. So Vers 9 haben wir jetzt noch gelesen. now I'll ask the question, what's going to happen to you? Nun stelle ich euch die Frage nochmal, was wird mit euch passieren? You're delivered up. Yes, you're going to be delivered up to be put to death, right? Ja, du wirst ausgeliefert werden und zum Tode gebracht werden. It says, Christ says, if the world hates you, it's because it hated me first, right? Jesus sagt ja, wenn die Welt euch hasst, dann weil sie mich zuvor gehasst hat. How did the world hate Christ? Wie hat die Welt Christus gehasst? How did they show their hatred for him? Wie haben sie ihren Hass ihm gegenüber offenbart? No, they put him on the cross, right? Sie haben ihn ans Kreuz gebracht. Okay, so when they want to put you to death, it's marking that they're going to manifest this hatred for you, and they're looking for a scapegoat, right? Also, wenn sie dich ans Kreuz bringen, dann manifestieren sie ihren Hass dir gegenüber und sie schauen nach einem Sündenbock. Why are they looking for a scapegoat? Warum schauen sie nach einem Sündenbock? Because of all the problems. Because of all this trouble, right? Wegen all dieser Trübsal, die hier dann kommt. You But make what- offering. No, but one second. So, why do they hate you because of this trouble? Warum hassen sie dich wegen What's it dieser got to do with Trübsal? you? Was hat das mit dir zu tun? You don't want to bow down. Okay, right. Also du möchtest hier nicht niederfallen, Not bow down to what? aber wovor nicht niederfallen? In our time, Sunday law. Okay, the Sunday law. This is for sure. Ja, also das Sonntagsgesetz, das stimmt auf jeden Fall. But what else? Aber was sonst noch? The vaccination, right? Diese Impfung. Now, I don't want to get into this. I'm not one for conspiracy theories, but Also ich möchte da jetzt nicht so sehr in diese Richtung reingehen, weil ich bin nicht so jemand, der wirklich die Verschwörungstheorien hochhalten möchte. but somebody's released this thing, and I don't know how much truth that is, but there's a one interesting point in it that I want to mention. Aber jemand hat hier etwas gepostet und da gibt es vielleicht einen interessanten Punkt, den ich hier erwähnen möchte. And it's basically saying that the German government wrote this document in 2012 and it's just been released, right? Und da wird einfach darüber gesprochen, wie die deutsche Regierung dieses Dokument in 2012 geschrieben hat und And it was about the possibility of a pandemic. dass es halt veröffentlicht worden ist ein Jahr später und dass da letztendlich die Diskussion drüber war, über die Möglichkeit, dass eine Pandemie bald auftreten würde. Right, and they go down a whole bunch of scenario that like 7 million could be killed, etc., right? Und sie gehen dann durch diese möglichen Szenarien durch und sagen, dass unter anderem 7 Millionen Deutsche getötet werden dadurch. But the interesting thing is that in their scenario they said it begins in a marketplace in China and 2 people bring it to Europe, etc., right? Aber in diesem Dokument ist halt interessant, dass sie sagen, ja, es könnte sein, dass das irgendwie auf dem Marktplatz in China auftritt und dann kommen 2 Leute nach Europa und bringen dieses Virus mit sich. But that's not, I don't care about that, right? What I care about is what it says, the point that's marked in here. Point 14 says, a government decree, inoculation by force if necessary. Aber Right. das ist jetzt auch ganz gleich, ob das jetzt irgendwie ja, dann selbst gemacht worden ist oder nicht. Ich möchte auf diesen 14. Punkt eingehen, wo dann steht, ein Dekret der Regierung für die Impfverpflichtung und an den Klammern durch Gewaltanwendung, wenn notwendig. So, there has, we are here, right? We're in this time, and in the type, right? Also wir sind jetzt hier 2014 in der Typos. We have no Sunday law, right? Wir haben kein Sonntagsgesetz. So there has to be something
that causes the world to hate you right here so that you can go to the cross, right? Deswegen in unserer Zeit muss auch etwas geben, was dazu führt, dass die Welt dich hasst, sodass du ans Kreuz kommen wirst. Right? Richtig? So, now, you can already see it out there. People are getting, there's a lot of civil unrest. People are getting a bit agitated, right? Und man kann ja sehen, dass mittlerweile es zivile Unruhen gibt. Die Leute werden immer mehr aufgewühlt. You take away their food and their comforts, they're going to start showing who they belong to, whose children they are, right? Also wenn du ihre Bequemlichkeiten wegnimmst und ihre Essen, dann werden sie manifestieren, wessen Kinder sie eigentlich sind. Okay? And when they offer, when these medical professionals, who are their gods, come forward with a solution to the problem, right? Und wenn dann diese Mediziner vorwärts kommen und das sind ja ihre Götter und sie diese Lösung darbringen, And you turn around and say, you're not vaccinating me, right? und du dann aufstehst und sagst, du wirst mich nicht impfen, You are a problem now to the whole planet. dann bist du ein Problem für die gesamte Planeten geworden. Why? Warum? Because two people in their scenario brought this whole thing about, right? Weil in ihrem Szenario waren es nur 2 Leute, die dieses ganze Chaos verursacht Two haben. witnesses. So you can imagine, right? You can only imagine the enmity that's going to come upon you when you refuse to take this inoculation or Deswegen whatever. kann sich dann nur ausmalen, den Hass, der gegen dich kommen wird, wenn du diese Impfung verweigerst. Right? Richtig? You can see this scenario unfolding before our eyes, Wir können right? dieses Szenario vor unseren Augen uns schon versuchen auszumalen. Okay, so go back to verse 16. Gehen wir zurück zu Daniel 2 und Vers 16. Then Daniel went in a desire of the king that he would give him time and that he would show the king the interpretation. What's this time that he's referring to? Und was ist diese Zeit, die hier erwähnt wird? Little time of The little while, not the little time of peace, Margaret. Wrong place. The little time of peace already passed, right? Das ist nicht die kleine Zeit des Friedens, denn die kleine Zeit des Friedens ist am Mitternachtsruf ja bereits beendet. Das ist diese kleine Weile. Go to John 16 and verse 16. Just keep your place down too. Gehen wir zu Johannes 16, Vers 16. Haltet den Finger, Daniel. Schauen wir uns diese kleine Weile an. Can't be having the little time of peace in the time of trouble. Du kannst ja nicht die kleine Zeit des Friedens in der Zeit der Trübsal haben. So, this is the little time of peace where Christ is standing in, right? Aber hier in Johannes 16, wo er jetzt hier steht und spricht, da befindet er sich gerade in der kleinen Zeit des Friedens. He says, a little while, and ye shall not see me, and again a little while, and ye shall see me, because I go to the Father. Vers 16 haben wir gelesen. So, he says, a little while, ye shall not see me. That's the little time of peace, Er right? sagt, eine kleine Weile, und das ist dann die kleine Zeit des Friedens, und danach werdet ihr mich nicht mehr sehen. Why will you not see him? Warum werden wir ihn dann nicht mehr sehen? Nach der Be delivered. It's going to the cross. Because when Christ went on the cross, he couldn't see his Father, right? Weil als Christus ans Kreuz ging, da konnte er den Vater nicht sehen. It was the whole experience was as if he'd been cut off from everything, right? Seine ganze Erfahrung war, als ob er von allem abgeschnitten worden ist. But Christ had to believe the promises. Aber right? Christus musste den Verheißungen glauben. And this is the only thing that's going to get you through right here, is that you believe that Christ is right next to you through the whole trial. Und das Right? ist das Einzige, was dich durch diese Prüfung hindurchbringen wird, ist, dass du durch die Verheißung glaubst, dass Christus direkt neben dir ist in dieser Prüfung. So Daniel's asking for a little while, right? Deswegen Daniel fragt hier für eine kurze Weile This oder bittet um eine kurze Weile um diese Zeit. time right here, right? Zeit hier. Verse 17. Then Yes. Daniel Vers 17. Then Daniel went to his house and made the thing known to Hananiah, Mishael, and Azariah, his companions, that they would desire mercies of the God of heaven concerning this secret, and that Daniel and his fellows should not perish with the rest of the wise men of Babylon. Okay, so where's the promise? Wo ist die Verheißung hier?
It's in Daniel 1, Das ist in Daniel Kapitel 1. verse 17. Daniel 1, Vers 17. Read it yesterday. Das haben wir gestern gelesen. Scott, read verse 17. As for these 4 children, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom, and Daniel had understanding in all visions and dreams. Is that a promise? Ist das hier eine Verheißung? Yes. Ja. Where was this point? Wo war dieser Punkt? We just did it yesterday, right? Wir haben es gestern gemacht. After the 10 days, right? Am Ende der 10 Tage. When they were standing before Melzar and they were showing that they were fairer and fatter in flesh. It was this birth right here, right? Also hier vor Melzer standen und dann geoffenbart haben, dass sie schöner und fetter im Fleisch waren als alle anderen. It's a promise, right? Das ist eine Verheißung. So the promise says that you're going to understand all visions and dreams and understanding these things right here, right? Also die Verheißung ist, dass wir alle Visionen und Träume und so weiter dann hier verstehen werden. So if you seek the Lord with all your heart, He will be found of you, Wenn du right? den Herrn mit ganzem Herzen suchst, dann wird er sich auch von dir finden lassen. Okay. Joseph. Yes, just go to that. Keep your place. Go to Genesis 41. Halt den Finger hier in Daniel, gehen wir zu 1. Mose 41. In verse 45. 1. Mose 41 und dann Vers 45. It says, and Pharaoh called Joseph's name Zaphnath-Paneah, and he gave him to wife Asenath, the daughter of Potiphar, priest of On, and Joseph went out over all the land of Egypt. Right? This is the triumphal entry where he's riding in this chariot right here. Right? Also das ist dieser triumphale Einzug, wo er hier im Streitwagen dann hier reitet. And why is he given this name? Und warum wird ihm dieser Name hier verliehen? Because he revealed the hidden secrets, right, to Pharaoh. Weil er diese verborgenen Dinge dem Pharao offenbart hat. So, and Daniel's now inquiring of this secret to understand it, right? Und Daniel bittet jetzt auch hier den Herrn, dass er dieses Geheimnis geoffenbart. Okay. Wenn wir zurück in Daniel 2 sind. Okay, verse 19. Daniel 2, Vers 19. Then was the secret revealed unto Daniel in a night vision. Then Daniel blessed the God of heaven. Daniel answered and said, Blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are his. And he changeth the times and the seasons, he removeth kings, and setteth up kings. He giveth wisdom unto the wise, and knowledge to them that know understanding. He revealeth the deep and secret things. He knoweth what is in the darkness, and the light dwelleth with him. What's he talking about when he says he knoweth what is in the Das darkness? ist Vers 22. Also worüber spricht er hier, wenn er sagt, he knoweth what is in the, also er weiß, was in der Finsternis ist. Yes, he knows what's in the secret chambers. He knows what's in your heart, Er right? weiß, was in den Geheimkammern ist. Er weiß, was in deinem Herzen vor sich geht. Because this is all about what's in Nebuchadnezzar's heart, right? Es ging ja hier in der Geschichte darum, was in Nebukadnezars Herzen vor sich ging. Now, we know, right, that 1798 to 1844 is this seven thunders. It's this 46 years, right? Wir wissen, dass von 1798 bis 1844 diese 7 Donner sind, diese 46 Jahre. And we know that it's just a large fractal of this test right here, right? Und wir wissen, dass das einfach nur eine große Darstellung ist von diesem Test, den wir hier haben werden. Right? Richtig? And we know that that first waymark is marked by Cyrus, right? Und wir wissen, dass diese erste Wegmarke durch Kyros dargestellt wird. Because Christ says, tear down this temple, and in 3 days, Denn Christus sagt ja, reiß diesen Tempel nieder in 3 days I will raise it up, und right? in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Who is Christ? Und wer ist Christus? He's Cyrus. Er ist Kyros. The 3 decrees, Cyrus, Darius, and Artaxerxes, right? 3 Dekrete, Kyros, Darius und Artaxerxes. So by the decree of Artaxerxes, when it goes into play, what is now being restored? Und wenn das Dekret des Artaxerxes in Kraft tritt, was wird dann wieder hergestellt? The temple and its services, Der right? Tempel und seine Dienste.
Okay, so it's the Lord's going to restore his temple right here, Es right? markiert dann, dass der Herr seinen Tempel hier wieder vollständig herstellt. Okay, so okay, that's the point I want to make. Just go to Isaiah 45. Gehen wir jetzt zu Jesaja 45. Just still, because just confirming this point. Ich möchte einfach nur den Punkt bestätigen. Ich komme gleich zurück zu Daniel. Jesaja 45. And Isaiah 45 is talking about Cyrus. Und Jesaja 45 spricht er über Kyros. Now, Cyrus comes through those gates which are unlocked, right? Und Kyros kommt ja durch diese Tore, die nicht verriegelt waren. What does it say about the gates of Jerusalem in the great controversy? Was sagt es über die Tore Jerusalems im großen Kampf? It says they opened at midnight without hands, right? Sie sind um Mitternacht ohne Menschenhand geöffnet worden. Okay. Right? So, and it says here in verse 3, Und sagt uns jetzt hier in Vers 3, speaking about Cyrus, spricht immer noch über Kyros. and I will give thee the treasures of darkness and hidden riches of secret places, that thou mayest know that I, the Lord, which call thee by name, am the God of Israel. Right? So, what's the Lord revealing these secrets to you for? Also aus was für einem Grund offenbart der Herr diese geheimen Dinge dir? To increase your faith, right? So you can be absolutely sure that God is with you, right? Um deinen Glauben zu stärken und zu vermehren, damit du wirklich sicher sein kannst, dass Gott mit dir ist. So you're to exercise faith in the promises, and when you do that, He's going to reveal Himself to you, the revealer of secrets. Also du musst Glauben in die Verheißung ausüben und wenn du das tust, dann wird er sich dir offenbaren und er ist dieser Offenbarer der Geheimnisse. Okay, so in verse 23 it says, I thank thee and praise thee, O God of my fathers, who has given me wisdom and might, and has made known unto me now what we desired of thee, for thou hast made known unto us the king's matter. Is that a promise? Wir sind zurück in Daniel 2, Vers 23. Und ist das eine Verheißung, was hier jetzt steht? Yes, it's a promise, right? Because all this is a play of events for the end of the world, Das ist eine right? Verheißung, denn all das, was wir hier sehen, ist einfach eine Darstellung von dem, was am Ende der Welt passiert. So, if we allow him to wash our feet and we have on the wedding garment here, what is absolutely sure to us in this time? Also wenn wir ihm hier erlauben, in dieser kleinen Zeit des Friedens unsere Füße zu waschen, sodass wir am Mitternachtsruf das Hochzeitsgewand tragen, was können wir dann absolut sicher sein, wird er für uns hier in dieser Zeit tun? That he's going to reveal the hidden riches of secret places, Dass right? er uns die verborgenen Dinge oder die verborgenen Reichtümer der geheimen Orte offenbaren wird. Okay, so verse 24. Vers 24. Therefore Daniel went in unto Arioch, whom the king had ordained to destroy the wise men of Babylon. What does it tell us about Arioch right there? Was sagt uns das hier über Arioch? That he's the destroyer. Dass er der right? Zerstörer ist. So the destroyer is now what? Der Zerstörer ist nun was? He's restrained, Er right? ist jetzt hier gezügelt. He went and said unto him, Destroy not the wise men of Babylon. Bring me in before the king, and I will show unto thee the king's interpretation. So Arioch now obeys the voice of Daniel, right? Also Arioch gehorcht jetzt der Stimme des Daniels. What's it teaching us? Was lehrt uns das? Wir werden den Esel retten. Right, the ass now obeys your voice, right? Also wir reiten dann den Esel. Der Esel gehorcht jetzt unserer Stimme. Okay, and when these men were casting out demons, these demons beat those men up, right? They said, Paul's voice we know, and they started Jesus we listing know. all these people, right? Also auch als diese Leute diese Dämonen in der Apostelgeschichte austreiben wollten, haben die Dämonen gesagt, Paulus kennen wir, Jesus kennen wir, aber wer ihr seid, den But kennen your wir nicht. voice we don't listen to, right? Also, aber eure Stimme gehorchen wir nicht. Und sie haben sie dann verprügelt. So, right here, the destroyer is going to listen to your voice, right? Also genau hier wird dann der Zerstörer deiner Stimme gehorchen. He's now got no choice, right? Because Christ is fully dwelling in you, right? Er hat jetzt gar keine andere Möglichkeit, weil Christus dann völlig in dir wohnen wird. Verse 26.
Gehen wir zu Vers 26. The king answered and said unto Daniel, whose name was Belteshazzar, Art thou able to make known unto me the dream which I have seen, and the interpretation thereof? Daniel answered in the presence of the king and said, The secret which the king hath demanded cannot the wise men, the astrologers, the magicians, the soothsayers show unto the king. But there is a God in heaven that revealeth secrets, and maketh known to the king Nebuchadnezzar what shall be in the latter days. Thy dream and thy visions of thy head upon thy bed are these. As for thee, O king, thy thoughts came into thy mind upon thy bed, what should come to pass hereafter. And he that revealeth secrets maketh known to thee what shall come to pass. But as for me, this secret is not revealed to me for any wisdom that I have more than any living, but for their sakes that shall make known the interpretation to the king, and that thou mightest know the thoughts of thy heart. So what's Daniel Bis saying here? Vers 30. Also was sagt Daniel hier? What's he saying in verse 30? Was sagt er hier in Vers 30? For whose sakes? Um wessen Willen ist das offenbart worden? Those who make known the interpretation. Right, so Daniel is, I don't know how he's saying this, but it's like the only way that you can understand that is him revealing this to the king is for, it's talking about at the end of the world, those that are going to be revealing it, right? Also es ist für diejenigen, die letztendlich die Auslegung dem König geben, und kann es kaum anders verstehen, als dass er sagt, das, was ich dir jetzt auslege, König, ist das letztendlich gegeben für diejenigen, die am Ende der Welt das ebenso mit dir tun werden. Okay, it says, but for their sakes that shall make known the interpretation to the king, right? And that thou mightest know the thoughts of thy heart. So, when you stand before the king here, right? Also wenn du jetzt hier vor dem König stehst, What are you making known? was machst du da bekannt? So it kicks off. You're making known these secrets that was in his heart, Du right? machst dort offenbar die Geheimnisse, die in seinem Herzen sind. So when you can reveal what's in somebody's heart, what does that make you, right? Wenn du offenbaren kannst, was in jemandes Herzen ist, zu was wirst du dann? Who can only read the heart? Wer kann allein das Herz lesen? God, right? Gott. This is why I'm saying it says, tell us what things are going to come, that we may know that ye are gods, right? Und das ist ja in Jesaja 41, was wir gelesen haben. Sagt uns doch, was kommen wird, damit wir wissen, dass ihr Götter seid. Okay, that's why it says that John says we know it's the last time because there's many antichrists, right? Und deswegen sagt auch Johannes, wir wissen, dass die letzte Zeit gekommen ist, weil da viele Antichristen sind. So if there's many antichrists, what also is there? Wenn da viele Antichristen sind, was wird es da auch noch geben? Many Christs, Da wird es auch viele Christen geben. many gods, Oder right? Christusse, Entschuldigung, also viele Christusse geben. We have to understand that Christ Oder viele Götter. Christ means the anointed one, right? Christus heißt ja der Gesalbte. It's representing this combination of the human and the divine. It's the plan of salvation, right? Es stellt die Verbindung des Göttlichen und des Menschlichen dar. Es ist der Erlösungsplan. So when that is fulfilled in you, you are like him, Und wenn right? das in dir erfüllt ist, dann bist du wie er geworden. And Christ became a man, Und right? Christus wurde ja ein Mensch. Right? It's the combination of God and man, right? Er war die Verbindung von Gott und Menschen. Okay. It's also in just a short point. Yes, yes. 1 Corinthians 14 verse 24 and 25. Just confirms this. First Corinthians 14, 24 and 25. 1. Korinther 14, Verse 24 bis 25 says, But if all prophesy, and there come in one that believeth not, or one unlearned, he's convinced of all, he's judged of all. And thus are the secrets of his heart made manifest. Yes. And so falling down on his face, he will worship God and report that God is in you of a truth. Amen. That's a nice place. Okay, so back to verse
31. Also gehen wir zurück zu Daniel 2, Vers 31. So Daniel is now standing here and he's like Joseph, he's the revealer of secrets, right? Also Daniel steht jetzt hier und er ist wie Josef, er ist dieser Offenbarer der Geheimnisse. And Joseph said what God is about to do, he showeth unto Pharaoh, Und right? Josef sagt ja, was Gott dabei ist zu tun, das zeigt er dem Pharao. And Daniel's going to do the same thing. Und Daniel tut genau dasselbe hier. Thou, O king, sawest, and behold a great image. This great image, whose brightness was excellent, stood before thee, and the form thereof was terrible. So, Vers 31. we've been doing studies on this image. What does this image represent? Und wir haben Studien über dieses Bild gemacht und was stellt dieses Standbild dar? It's this Sunday law crisis, Es right? stellt die Sonntagsgesetzkrise dar. It's this last emperor with the combined with the Pope. It's going to rule for this period, Es ist right? dieses letzte Kaiserreich verbunden mit dem Papst und es wird für diese gesamte Zeitspanne dann herrschen. Okay, so it says, this image's head was of fine gold, his Vers breast 32. and his arms of silver, his belly and his thighs of brass, his legs of iron, his feet part of iron and part of clay. Thou sawest till that a stone was cut out without hands, which smote the image upon his feet that were of iron and clay, and brake them to pieces. Then was the iron, the clay, the brass, the silver, the gold, broken in pieces together, and became like the chaff of the summer threshing floor. And the wind carried them away, that no place was found for them. And the stone that smote the image became a great mountain and filled the whole earth. So what was it that was troubling the king? Bis Vers 35. Was war es, was den König beunruhigt hat? The stone smashing his image, right? Dieser Stein, der sein Bild zerstören würde. And what is this stone? Und was ist dieser Stein? Where does it come from? Wo kommt der Stein her? Right? And the other day launched this presentation on two Jerusalems, Er right? kommt aus diesem Berg und vor ein paar Tagen haben wir dieses Studium über diese zwei Jerusalems gemacht. The false Jerusalem and the true Jerusalem. Das falsche Jerusalem und das wahre Jerusalem. So, but where does this stone come from? Und woher kommt dieser Stein hier? No, that's not what I'm asking. Where does it come from? Wo kommt In dieser relation Stein, to what we're just discussing. wo kommt dieser Stein hierher? Sorry? On the front. Okay, so Von dem Berg, ja. that's what it says, right? Das ist ja, was es sagt. Okay, so what is it talking about? Where is it coming from? Worüber spricht das? What is the mountain? Was ist der Berg? What is this mountain that it's been cut out of? Was ist dieser Berg, aus dem dieser Stein hier herausgeschnitten wird? No way. It's the false Jerusalem. Das ist das falsche Jerusalem. That's where you're coming from. You're coming from the false Jerusalem, right? You're being cut out of that and you're forming this new Jerusalem, right? Also du kommst aus dem falschen Jerusalem, du wirst da hinausgeschnitten und du formst dann jetzt das neue Jerusalem. Right? Richtig? Because it talks about us that God's cutting and squaring his people for the building, right? Denn es spricht ja darüber, dass Gott sein Volk schneidet und bemeißelt für das Gebäude. Where did the disciples come from? Wo kamen die Jünger her? From the Jewish nation, right? Aus der jüdischen Nation. But he called Peter a little stone. Aber er hat Petrus einen kleinen Stein genannt. But Peter and all his disciples, they were built upon Christ. Aber Petrus und alle Jünger, die waren aufgebaut auf Jesus Christus. But the Jewish nation rejected the cornerstone, right? Aber die jüdische Nation hat ja diesen Eckstein verworfen. So you can see right there that the movement is cut out of the Seventh-day Adventist Church, and it's this mountain that's going to be built at the end of the world. Deswegen man kann Right? sehen, dass diese Bewegung aus der 7-Tags-Adventistengemeinschaft hinausgeschnitten wird und sie wird dann dieser neue Berg werden. So it's not about names, it's about truth, right? Es geht ja nicht um den Namen, sondern es geht um die Wahrheit. Right? Richtig? Okay, so verse 36. Vers 36. This is the dream, and we will tell the interpretation thereof before the king. Thou, O king, art a king of kings, for the God of heaven hath given thee a kingdom, power, and strength, and glory. Right? Who's this? Wer ist das hier? Vers 37.
Right, why? Right, because it's talking about this last emperor, Also es right? ist Trump. Warum? Weil er dieser Kaiser ist und es spricht hier über diesen letzten Kaiser und sein Reich. Okay? And wheresoever the children of men dwell, the beasts of the field and the fowls of heaven, hath he given into thine hand, and hath made thee ruler over them all. Thou art this head of gold. So all the nations he's ruling over, right? And he's this head of gold. Also er herrscht hier über diese ganzen Nationen und er ist dieser Kopf aus Gold. And it says here in verse 39, and after thee shall arise another, right? Und dann steht es hier in Vers 39, nach dir wird ein anderes Reich aufkommen. So it teaches us right here that you're standing there, you're saying that you're this head of gold that was raised up right here, right? Also er sagt letztendlich, du bist dieses Haupt aus Gold, Raised, hier aufgerichtet und wird dann hier am Ende niedergebracht. and after him's going to rise another, right? Und nach dir wird ein anderes Reich aufkommen. Okay, yes, verse 39. After thee shall arise another kingdom inferior to thee, and another third kingdom of brass, which shall bear rule over all the world. Right? What's it telling us right there? Was sagt uns das hier, Vers 39? What does it say about the silver kingdom? Was sagt es hier über das silberne Reich? What does it say? Was sagt es? Was steht da? Vers 39. It's inferior, right? Es ist geringer, But it doesn't say anything more about it, right? aber es sagt nicht mehr, viel mehr darüber. Why is it inferior? Warum ist es geringer? Come on, what does it teach us? What? Yeah. Be- Because the glorious golden king fallen, and Yes, because right here is end of the 1260, it's getting brought down, right? And it's because of their rejection of truth, right? Also hier am Ende der 1260 wird dieses goldene Reich niedergebracht und ja, wegen ihrer Ablehnung der Wahrheit. Right? So, right here, when it gets brought down, the silver kingdom, which is inferior, right? Dann kommt danach das silberne Reich auf, was geringer ist. But the key is the next one, right? Aber der Schlüssel ist dann das nächste Reich. And another third kingdom of brass, which shall bear rule over all the world, right? Das dritte Reich wird über die gesamte Welt herrschen. This test here, who's it for? Dieser Test hier, für wen ist es? The church, right? Für die Gemeinde. Who's this test for? Und für wen ist dieser Test hier? The world. Für die right? Welt. This is marking where this brass kingdom is going to rule over all the world, right? Das ist hier, wo dieses bronzene Reich dann über die gesamte Welt herrschen wird. When does Christ come? Wann wird Christus kommen? Right? At the close of probation, he begins to come, right? Also beim Ende der Gnadenzeit für alle Menschen wird er anfangen zu kommen. Not before. Nicht davor. So, according to Ezekiel 21, when does Christ come? Gemäß Hesekiel 21, wann kommt Christus? In the fourth, right? Im vierten Reich. Which is the iron and the clay. Und an dem vierten Reich haben wir das Eisen und auch den Ton. So the close of probation, right, is typified by the midnight cry, right? Und das Ende der Gnadenzeit ist ja vorausgeschattet durch den Mitternachtsruf. That's why we have 7 last plagues after the midnight cry, typifying this event right here. Deswegen haben wir auch die 7 letzten Plagen nach dem Mitternachtsruf, die das hier vorausschatten. That's why we have Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome. There's 2 little horns right there in 7 plagues, right? Deswegen haben wir auch hier Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom, also Rom in hier, und auch diese 7 letzten Plagen. But it's Traktat. this chapter right here that proves to us this scenario, right? Aber es ist letztendlich dieses Kapitel hier aus Daniel, was dieses komplette Szenario darlegt und beweist. Because we know at the close of probation there's going to be a death decree, right? Denn wir wissen ja, wir wissen, dass am Ende der Gnadenzeit es ein Todesdekret geben Where the wird. 144,000 are going to stand without an intercessor, right, against Satan and all his host, Wo right? die 144.000 dann ohne einen Fürsprecher gegenüber Satan stehen werden und all seinem Heer. Okay, and right here,
the four winds are loosed, right? Und genau hier werden die 4 Winde gelöst werden. So in the big scenario, here they're held, here they're loosed, Also in right? diesem ganzen großen Szenario haben wir, die Winde sind hier gehalten und hier werden sie gelöst werden. But in the smaller fractal, here they're held, here they're loose, second woe, Bei right? einem kleineren Fraktal werden sie hier gehalten und hier werden sie gelöst. Die zweite Wehe. So what does this teach us about our test right here? Deswegen, was lehrt uns dann das hier über unseren Test hier im Mitternachtsruf? Lots of things, right? Viele Dinge. Did you just look at this scenario right here? It tells you that this scenario, even though it's in measure, is going to be. You've got to. Satan and all his host is going to come against you right there, right? Also, wenn wir uns nur das Szenario der 7 letzten Plagen anschauen, dann können wir erkennen, dass dieser Test wirklich schrecklich werden wird, auch wenn es nur in Maßen sein wird. Satan und sein ganzes Heerlager werden gegen dich kommen. This is why you got to get out of the cities, right? Deswegen musst du aus diesen Städten rauskommen. Because the cities being brought down is a punishment that's it's marking the 7 last plagues, right? Denn dass die Städte niedergebracht werden, ist eine Bestrafung, was die 7 letzten Plagen vorausschattet. So what are we going to get a little measure of right here? Deswegen, was werden wir folglich hier für ein kleinen Maße sehen? Cities being brought down. Right? Also Städte werden da in kleinem Maße niedergebracht werden. And you can be sure, brothers and sisters, they're going to look for a scapegoat, Und ihr right? könnt euch sicher sein, liebe Geschwister, dass sie nach einem Sündenbock Ausschau halten werden. Okay? So, the fear of God needs to be in our hearts. It needs to drive us to the cross, right? Die Furcht Gottes muss in unser Herzen kommen und sie muss uns zum Fuß des Kreuzes bringen. Okay, so, but just let's read the promise and then at the end, go to verse 44. Lesen wir noch die Verheißung hier am Ende, lesen wir Vers 44. It says, In the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed. And the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. So, when David stood before Goliath, do you think he understood these promises? Als David vor Goliath stand, meint ihr, dass er diese Verheißungen alle verstanden hatte? Right. Ja. Because how many days was Goliath walking up and down before God's people? Denn wie viele Tage ist Goliath vor dem Volk Gottes hin und her gegangen? 40 days, right? 40 Tage. 40 days Christ in the wilderness and the tempter came to him, right? 40 Tage Christus war in der Wüste und dann kommt der Versucher zu ihm. You're going to stand before Goliath, right? Du wirst für Goliath stehen. You got to believe that God is with you, right? Du musst glauben, dass Gott mit dir ist. You must be bold like David against them and not fear their fear. Du musst mutig sein, so wie David, und nicht ihre Furcht fürchten. Verse 45. Vers 45. For as much as thou sawest that the stone was cut out of the mountain without hands, and that it brake in pieces the iron, the brass, the clay, the silver, and the gold, the great God hath made known to the king what shall come to pass hereafter. And the dream is certain, and the interpretation thereof is sure. Amen? Amen. We've got to have that belief Wir in our müssen hearts right here. diese Art von Glauben in unserem Herzen dann hier in diesem Test haben. You're to go to the cross like a lamb to the slaughter, right? Du sollst ans Kreuz gehen wie ein Lamm zur Schlachtbank. You're not to moan, you're not to complain, you're not to accuse or condemn. Du sollst nicht jammern und klagen, du sollst nicht anklagen und auch nicht verurteilen. But you're to bear all these things and trust the Lord is going to put it back upon their own heads, right? Aber du sollst es ertragen und vertrauen, dass der Herr es wieder auf ihre eigenen Häupter zurückbringen wird. The Lord says, I will recompense, right? Er sagt, ich werde vergelten. And it's absolutely sure that He's going to do that, right? Und es ist absolut sicher, dass der Herr das tun wird. These are these promises, right? Das sind die Verheißungen, If we're faithful. wenn wir treu sind. Then the king Nebuchadnezzar fell upon his face and worshipped Daniel,
and commanded that they should offer an oblation and sweet odours unto him. The king answered unto Daniel and said, Of a truth that it is that your God is a God of gods, and a Lord of kings, and a revealer of secrets, seeing thou couldest reveal this secret. Then the king made Daniel a great man, and gave him many great gifts, and made him ruler over the whole province of Babylon, and chief of the governors over all the wise men of Babylon. Then Daniel requested of the king, and he set Shadrach, Meshach, and Abednego over the affairs of the province of Babylon. But Daniel sat in the gate of the king. Amen. Zum Ende des Kapitels gelesen. So Joseph, he was also exalted, right, above the whole kingdom of Egypt, right? Josef wurde ja auch erhöht, über das ganze Königreich Ägypten gesetzt. And he rode in this chariot right here, right? Und er ritt dann in diesem Streitwagen hier zur 9. Stunde. That's what we must keep our eyes on, this triumphal entry that's been promised if you're faithful, right? Und darauf müssen wir den Blick bewahren, auf diesen triumphalen Einzug, der uns versprochen ist, wenn wir treu bleiben. Right? Richtig? It's all there right before our eyes, written for us, right? Es ist alles hier vor unseren Augen niedergeschrieben. Okay. Are we all sure we have a sure foundation? Sind wir alle gewiss, dass wir ein sicheres Fundament haben? Okay. Let's close. Lass uns